eine kleine Geschichte der Identifikation. Fahne des Deutschen Reiches mit Reichsadler. Die Frage, welche Farben für das noch im Krieg gegen Frankreich 1871 gegründete Kaiserreich stehen sollten, war schnell geklärt. Für mich ist die Sache abgemacht, seit die norddeutsche Fahne einmal angenommen ist. So stellte es der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck bereits Monate vor Ausrufung seines Königs Wilhelm I. zum Kaiser klar. An sich sei das Farbenspiel ganz einerlei, meinethalben Grün und Gelb und Tanzvergnügen oder auch die Fahne von Mecklenburg-Strelitz. In der Ablehnung der populären Alternative war er allerdings sehr bestimmt. Nur will der preußische Troupier nichts von Schwarz-Rot-Gelb wissen. Für den erzkonservativen, königstreuen Preußen war Schwarz-Rot-Gold schlicht ein rotes Tuch, die Fahne der Revolution, die im März 1848 auf den Barrikaden in Berlin geweht hatte. Undenkbar, dass der künftige deutsche Nationalstaat diese zu seiner Flagge küren sollte. Darüber hinaus fühlte sich mancher an die Farben der Bundestruppen erinnert, gegen die man 1866 im Deutschen Krieg ins Feld gezogen war. Da war es schlicht naheliegend, bei der Flagge zu bleiben, die bereits der Norddeutsche Bund 1867 für seine Kriegs- und Handelsflotte bestimmt hatte. Das Schwarz-Weiß darin drückte symbolisch die Vorherrschaft Preußens im neuen Bundesstaat aus. Und zunächst schien es so, als würden allein diese Farben auch für den neuen Bund übernommen werden. Andererseits lag der Gedanke nahe, doch auch die anderen Bundesstaaten mittels einer weiteren Farbe in die neue Flagge zu integrieren. So las man im September 1866 im Bremer Handelsblatt den Vorschlag, das alte Rot-Weiß als Ergänzung für die Handelsflagge aufzunehmen, um dem nahen und fernen Ausland deutlich zu machen, dass für die staatlichen und nationalen Zustände Deutschlands eine neue Epoche eingetreten ist. Die Bundes- und später Reichsverfassung schrieb in Artikel 55 fest, die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine ist schwarz-weiß-rot. Der rot-weiße Anteil an der neuen Flagge war frei zu interpretieren. Wohl aufgrund des Bremer Vorschlages sehen die meisten in ihm die Farben der Hanse. Seinen König soll Bismarck auf die Farben Brandenburgs verwiesen haben. Und wer vom wiedererstehenden mittelalterlichen Kaiserreich träumte, der sah in ihm das alte Reichsbanner. Vielleicht ist es aber auch der rote Balken aus der Fahne von Mecklenburg-Strelitz. Offiziell wehten schwarz-weiß-rote Flaggen ohnehin nur an den Schiffen der Kriegs- und Handelsmarine. In deutschen Städten waren sie lange bloße Dekoration. Erst im November 1892 bestimmte eine Verordnung die Handelsflagge zur deutschen Nationalflagge. Mit der Ausrufung der Deutschen Republik 1918 entbannte ein Streit um die Wahl der richtigen Flagge. Die sogenannte Weimarer Koalition aus Liberalen, SPD und Zentrum wollte dem demokratischen Neuanfang auch in den Staatssymbolen Ausdruck verleihen und berief sich auf die Nationalversammlung von 1848-49 und deren Beschluss für Schwarz-Rot-Gold. Monarchisten, aber eben auch nationalkonservative Parteien und vor allem das Militär bestanden auf der Beibehaltung der kaiserlichen Farben, unter denen man schließlich im Weltkrieg gekämpft habe. Die Weimarer Reichsverfassung suchte in Artikel 3 einen Kompromiss. Die Reichsfarben sind schwarz, rot, gold. Die Handelsflagge ist schwarz-weiß-rot mit den Reichsfarben in der oberen inneren Ecke. Letzteres sollte auch in der Kriegsflagge Anwendung finden. Stattdessen blieb es dort bei den kaiserlichen Symbolen. 1926 brachte erneut ein Flaggenstreit aus, als Reichskanzler Luther vorschlug, die schwarz-weiß-rote Handelsflagge auch vor deutschen Auslandsvertretungen zu hissen. Dem Kanzler wurde kurz darauf im Reichstag das Misstrauen ausgesprochen, die Flaggen aber gehisst. Schon bald wehte Schwarz-Weiß-Rot auch in Deutschland an immer mehr Masten und wurde schließlich im März 1933 wieder zur Nationalflagge erklärt, aber nach gut 2 Jahren bereits durch die Hakenkreuzflagge abgelöst, die schon als Parteiflagge bewusst in derselben Farbgebung gestaltet worden war. Nach der NS-Diktatur und dem verlorenen Zweiten Weltkrieg zog 1949 niemand ernsthaft Schwarz-Weiß-Rot als Nationalflagge in Betracht. Beide deutsche Staaten sahen sich in der Tradition der Weimarer Republik und ihrer Farben. Die Flagge des Kaiserreichs wurde endgültig zum Banner der ewig Gestrigen und derer, welche eine freiheitlich-demokratische Ordnung radikal ablehnen. Bisweilen taugt sie noch zur Diffamierung des ideologischen Gegners.
So trug die Darstellung des Bundesadlers beim Schwarzen Kanal des DDR-Fernsehens eine schwarz-weiß-rote Banderole, um die Bundesrepublik als faschistischen Staat zu brandmarken. Da schwarz-weiß-rote Flaggen, wo sie heute im Straßenbild zu sehen sind, ein recht zuverlässiger Indikator für eine verfassungsfeindliche Gesinnung ihrer Träger sind, verabschiedete erst kürzlich ausgerechnet der Bremer Senat ein Verbot. Allerdings nur, wenn eine konkrete Provokationswirkung im Einzelfall besteht, die Flagge also als rotes Tuch dient.